Hallo, bist du bereit für den Schokoladenkuchen? Ja, ich freue mich sehr. Ich habe alle Zutaten hier. Perfekt. Zuerst brauchen wir Mehl und Zucker. Wo ist das Mehl? Ich sehe nur Zucker und Eier. Das Mehl ist rechts neben dem Zucker. Schau genau. Ah, jetzt sehe ich es. Wie viel Mehl brauchen wir? Wir brauchen 200 Gramm Mehl für den Kuchen. Okay, ich messe es ab. Und wie viel Zucker? 150 Gramm Zucker, bitte. Das macht den Kuchen süß. Ich habe den Zucker abgemessen. Was kommt als nächstes? Jetzt schlagen wir die Eier auf. Wir brauchen 3 Stück. 3 Eier, verstanden. Ich schlage sie vorsichtig auf. Sehr gut. Jetzt mischen wir die Eier mit Zucker. Soll ich die Eier und den Zucker mit dem Mixer schlagen? Ja, genau. Rühr die Mischung, bis sie schaumig ist. Das dauert etwa 2 Minuten, richtig? Ja, genau. Dann fügen wir die geschmolzene Schokolade hinzu. Die Schokolade ist schon geschmolzen. Wie viel davon? 150 Gramm Schokolade bitte. Gieße sie langsam in die Masse. Ich gieße die Schokolade jetzt rein. Es riecht schon gut. Das freut mich. Jetzt sieben wir das Mehl dazu. Sieben? Warum sieben wir das Mehl? Das macht den Teig locker und ohne Klümpchen. Oh, interessant. Ich sieben das Mehl jetzt. Gut gemacht. Jetzt vorsichtig unterheben, nicht zu viel rühren. Okay, ich mische langsam. Der Teig sieht schön aus. Fast fertig. Jetzt kommt das Backpulver dazu. Wie viel Backpulver brauchen wir? Ein Teelöffel reicht, damit der Kuchen schön aufgeht. Ich gebe den Teelöffel Backpulver hinzu. Sehr gut. Jetzt noch eine Prise Salz für den Geschmack. Salz? Nur eine kleine Prise, richtig? Ja, nur eine kleine. Salz verstärkt die Süße. Ich streue das Salz jetzt in den Teig. Perfekt. Jetzt den Teig in die Form geben. Soll ich die Form vorher einfetten? Ja, bitte. Das verhindert, dass der Kuchen klebt. Die Form ist eingefettet. Ich gieße den Teig ein. Sehr gut. Jetzt kommt der Kuchen in den Ofen. Wie lange muss der Kuchen backen? Ungefähr 35 Minuten bei 180 Grad Celsius. Soll ich den Ofen vorheizen? Ja, immer vorheizen für beste Ergebnisse. Der Ofen ist an und vorgeheizt. Prima. Wir warten jetzt, bis der Kuchen fertig ist. Kann ich in der Zwischenzeit das Küchenchaos aufräumen? Sehr gute Idee. Ordnung ist wichtig beim Backen. Ich räume die Arbeitsfläche auf und wasche die Schüsseln. Super, das macht Spaß und ist praktisch. Danke für die Geduld und die guten Tipps. Gern geschehen. Kochen ist auch Lernen. Ich werde diesen Kuchen sicher oft backen. Das freut mich zu hören. Übung macht den Meister. Kannst du mir noch einen Tipp für die Glasur geben? Natürlich. Schokolade schmelzen und Sahne dazugeben. Wie viel Sahne nehme ich? Etwa 100 Milliliter für eine cremige Glasur. Ich notiere mir das. Danke. Kein Problem. Hast du Fragen zur Dekoration? Ja, wie kann ich den Kuchen schön verzieren? Mit frischen Beeren oder Puderzucker ist es schön. Beeren habe ich da, das probiere ich. Sehr gut. Das macht den Kuchen frisch und lecker. Ich freue mich schon auf den ersten Biss. Gleich ist es soweit. Noch ein bisschen Geduld. Wie erkenne ich, ob der Kuchen fertig ist?
Mit einem Holzstäbchen testen. Bleibt nichts kleben? Ja, ich habe das Stäbchen. Ich probiere es. Wenn sauber, ist der Kuchen perfekt gebacken. Das Stäbchen ist sauber. Super. Dann kannst du den Kuchen aus dem Ofen nehmen. Ich lasse ihn jetzt etwas abkühlen. Sehr gut, dann wird er fester und besser zu schneiden. Danke für den tollen Unterricht heute. Es war mir eine Freude. Backen macht Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ich will mehr lernen. Gerne. Melde dich jederzeit für neue Rezepte. Auf Wiedersehen und danke für alles. Auf Wiedersehen. Viel Spaß mit deinem Kuchen.